Die Türkei hat viele Autobahnen, Tunnel, Brücken, Flughäfen, Energiequellen und Spitäle innerhalb kurzer Zeit gebaut. Damit konnten Energiekosten verringert werden, die Erreichbarkeit und Gesundheit verbessert werden. Das ist wiederum ein Beitrag an die Umwelt, aber auch an die Wirtschaft. Aber wie schaffte die Türkei diese über 600 Projekte in dieser kurzen Zeit zu realisieren? Und wie konnte die Türkei das alles bezahlen? Die Türkei schaffte das, indem sie seit 2003 verstärkt ein Betreibermodell einsetzt, welches dem türkischen Volk, aber auch dem Staat und zuletzt auch dem privaten Unternehmen Vorteile bringt. Es handelt sich hier um das Bauen, Betreiben, Übergeben Modell. Das auch BOT genannte Modell ist im weitesten Sinne die Realisierung einer öffentlichen Infrastrukturinvestition oder Dienstleistung, die von einem privaten Unternehmen finanziert und für einen bestimmten Zeitraum betrieben wird. Nach Ablauf der Frist gehört die Infrastruktur wieder dem Staat. Es ist vergleichbar mit einem Pachtvertrag, der auch aus finanzieller Sicht zwischen den Parteien gemeinsam festgelegt wird. Am Ende der Frist wird die Einrichtung in einem gepflegten, vollständigen und funktionstüchtigen Zustand der Öffentlichkeit übergeben. Der Staat muss die Steuergelder also nicht für Infrastrukturprojekte ausgeben. Steuergelder fließen zurück an das Volk als Steuersenkungen, Sozialgelder oder Subventionen. Der Staat hat so gleichzeitig ohne Staatsschulden in die Zukunft investiert. Und das beauftragte private Unternehmen kann nach der Beendigung des Projektes weitere 5 bis 15 Jahre daraus Einkommen generieren und Arbeitsplätze schaffen. Der türkische Bürger bekommt Arbeit und Vorteile durch diese neue Einrichtung. So haben alle etwas davon. Auch wenn der Staat bei einzelnen Projekten aufgrund unrentabler Situationen Rückzahlungen machen muss, wird das durch die übrigen rentablen Projekte ausgeglichen und der Staat bezahlt nicht drauf. Würde der Staat aber alle 600 Projekte selbst finanzieren müssen, wären so viele Projekte nicht realisierbar. Abgeschaut wurde das BOT-Modell vom Osmanischen Reich, wo Unternehmen aus England, Frankreich und Deutschland seit dem 18. Jahrhundert die Schienenstraßen für die Bagdadbahn, aber auch den Suezkanal für Schiffe und Elektrizitätswerke mit einem Betreibermodell realisiert haben. In der Türkei können auch Konzessionsverträge mit ausländischen Unternehmen vereinbart werden und diese stärken so die Lira, indem Fremdwährungen ins Land fließen. Dieses BOT-Modell wird auch in mehreren Ländern Afrikas angewandt, wo türkische Unternehmen Spitäle, Flughäfen und weitere Einrichtungen bauen, betreiben und dann dem afrikanischen Land als Eigentum übergeben. Damit endet Kolonialismus und Ausbeutung.